Hallo, ich bin Lara von Einfach Backen. Schön, dass du heute wieder dabei bist, denn hier findest du immer die besten und leckersten Backrezepte überhaupt, die garantiert gelingen. Wenn du keines davon verpassen möchtest, dann abonniere doch direkt unseren Kanal und aktiviere am besten auch die kleine Glocke. Und ich zeige dir heute, wie wir einen super leckeren Frau Holle Kuchen backen. Dafür brauchen wir einmal für den Teig Mehl, Zucker, Backpulver, Eier, etwas Öl und Mineralwasser. Für unsere Erdbeerschicht natürlich Erdbeeren, roten Tortenguss, etwas Zucker und Zitronensaft und on top kommt nochmal eine Sahneschicht. Dafür brauchen wir Sahne, etwas Sahne steif und etwas weiße Schokolade. Ich habe schon mal den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt, 160 Grad Umluft geht natürlich auch und habe ein Backblech mit einem Backpapier ausgelegt. Hier noch ein kleiner Tipp. Wenn du es ein bisschen anfeuchtest, also unter dem Backpapier, dann hält das etwas besser und rutscht nicht so hin und her. Genau, dann geht's los mit dem Teig. Dafür einfach die trockenen Zutaten, also unser Mehl mit dem Zucker und dem Backpulver vermischen. Und dann einfach die anderen Zutaten, also unsere Eier, Mehl und das Mineralwasser dazugeben und zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig jetzt einfach auf das vorbereitete Backblech geben. Etwas verteilen und glatt streichen. Und dann darf unser Teig schon mal für 20 Minuten backen. Ups. Unser Kuchen ist jetzt schon ausgekühlt und wir machen die Füllung. Und zwar mit Erdbeeren und Zitronensaft. Ich habe die Erdbeeren jetzt schon mal vom Strunk befreit und werde die jetzt einfach mit etwas Zitronensaft pürieren. Jetzt. Die Erdbeeren werden jetzt zusammen mit dem Tortenguss und etwas Zucker schön verrührt und dann kurz aufgekocht. Wir haben hier roten Tortenguss genommen. Du kannst aber auch natürlich ganz normalen klaren Tortenguss nehmen. Beim roten Tortenguss hast du natürlich den Vorteil, dass die Farbe später im Kuchen natürlich noch ein bisschen intensiver ist. So, jetzt geht's an den Herd. Sobald unsere Erdbeermasse einmal aufgekocht ist, gebe ich sie einfach auf den Kuchen. Ich habe ihn übrigens einmal umgedreht, damit er ein bisschen flacher ist. Kann man machen, muss man aber natürlich nicht. Und dann einfach einmal verstreichen. Unser Kuchen ist jetzt schön durchgekühlt. Ich habe inzwischen auch schon mal die Sahne steif geschlagen und die kommt jetzt einfach als oberste Schicht auf unsere Erdbeermasse. Und zuletzt der namensgebende Schritt, hier auch gleich die Auflösung des Rätsels. Unsere weiße Schokolade, die ich grob geraspelt habe und jetzt auf die Sahne streue. Unser Frau Holle Kuchen ist jetzt fertig und ich finde, es sieht ein bisschen so aus, als hätte Frau Holle gerade ihre Bettdecken ausgeschüttelt mit den weißen Schokoflocken auf dem Kuchen. Ich werde ihn gleich mal probieren und hoffe natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lass mir doch gerne einen Like da und am besten du abonnierst auch direkt unseren Kanal. Das Rezept hierzu findest du natürlich wie immer als Link in der Infobox. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mmh.